Falling on your feet, do you finally see what you're missing? You're just one lost soul here to break the... Schönen guten Morgen zu Tag 14 meiner Pacific Crest Trail Wanderung. Ich habe bei Meile 226.1 gezeltet am Mission Creek. Gestern Abend kam noch der Darren mit dazu, der die letzten 2 Nächte schon mit mir zusammen gezeltet hat. Und er und ich, wir wollen einfach nur erstmal so schnell wie möglich in die nächste Stadt kommen. Und wenn das gut geht, ist es morgen Abend. Es sind 40 Meilen von hier aus. Heute wird ein extrem harter Tag, nur Anstieg. Ach, ich weiß gar nicht, wie viel Feet. Es war ordentlich. Ich würde schon fast behaupten, es waren 2000 Höhenmeter. Aber das kann ich gerne noch nachliefern. Ja, der Plan für heute ist, erstmal solange es noch angenehm kühl ist, Meilen machen ohne Ende. Dann nachher natürlich ein paar Breaks. Und die 20 heute voll machen. Und ja, schauen wir mal, wie spät es dann ist, wenn die 20 Meilen rum sind. Und ob es noch eine Zugabe gibt oder ob wir dann einfach zelten wieder. Somebody let the sun come up again. What you need is the heat of the summer. Lost your mind, need the light to recover. I swear we're headed on the better days, and the sun will come up again. It brought me inside. Heute kämpfen wir uns erstmal durch ein Flussbett. Gott sei Dank sind hier immer so kleine Steinhäufchen aufgetürmt. Wir müssen den Fluss auch mehrmals überqueren. Und ja, das raubt viel Zeit, aber ist nun mal nicht zu ändern. Also der Anstieg eben, der hat es wirklich in sich. Es ging über mehrere Switchbacks den Berg hoch. Wir haben innerhalb kürzester Zeit, ich weiß gar nicht, muss nachgucken, Höhenmeter absolviert. Und jetzt ist mal ein kurzes Stück ein bisschen flacher. Und da kann man mal richtig Luft holen und mal einen Schluck aus der Wasserflasche nehmen. Das ist schon brutal heute. Also es geht seit heute früh, seit dem Aufstehen geht es bergauf. Vorne läuft Snooze. Oh, ich merke ganz außer Atem. So steil.
So, ich habe mir gerade noch mal Gedanken gemacht über meinen Trailname. Also jeder, der hier auf dem Trail ist, der bekommt irgendwann mal einen sogenannten Trailname. Und ich hatte schon viele Vorschläge. Snake Charmer und Snake Whisperer, weil ich so viele Schlangenbesitz gesehen habe. Vor allem Klapperschlangen. Aber gestern traf ich ja den Viking und den Sailor. Der Viking aus Dänemark, der war 66 und der Sailor von den Virgin Islands, zumindest hat er da gearbeitet, hat er mir erzählt, der ist 64 und die haben mich gestern, nachdem ich erzählte, was ich so beruflich mache, einfach CSI genannt. So, es geht immer weiter bergauf, da lang, immer höher. Sorry. Ja, jetzt gehen wir wieder durch ein Waldbrandgebiet. Wir haben ja hier jedes Jahr in den USA verheerende Waldbrände. Und das ist das Resultat. Ja, einfach nur traurig. Ja, gar nicht. Mit so einer Hitze wir müssen hier Wasser ohne Hände schleppen und auf der anderen Seite liegt Schnee. Unglaublich. Da hinten auf dem Peak auch. So, die Wüstenlandschaft ist jetzt wieder in eine Waldlandschaft mit lauter Pinien übergegangen. Hat den Vorteil, dass es jetzt auch mal Schatten gibt ab und zu. Und ja, es ist ein bisschen angenehmer zu laufen, Boden ist ein bisschen weicher. Es liegen nicht mehr ganz so viele Steine auf dem Trail. Und so kann es erstmal bleiben.